Tief im dichten Wald verborgen, fernab der Zivilisation, liegt ein geheimnisvolles Objekt. Umgeben von einer idyllischen Landschaft und umschlungen von der Natur erhebt sich hier eine kleine, unscheinbare Ruine aus der Zeit des Kalten Krieges. Heute entführen wir euch zu einer kleinen Bunkeranlage, welche unter einem zerfallenen Blockhaus zu finden ist. Einst gehörte das Objekt zur Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland und diente als Gefechtsstand eines Stellvertreters des Oberkommandierenden der GSSD. Als das Objekt etwa in Mitte der 1960er Jahre gebaut wurde, sollte die wahre Natur dieses Bauwerks durch den einfallsreichen Tarnaufbau nicht erkannt werden. Doch heute schauen wir hinter diese Fassade und wagen uns in die dunklen Gänge des Bunkers und den darin verborgenen Relikten aus der Vergangenheit. Und mit diesem kleinen Intro begrüße ich euch herzlich zu einem neuen Video. Ich bin Lasse, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns dieses besagte Objekt an, was sehr versteckt hier im Wald liegt. Mittlerweile die Vegetation ist sehr hoch. Früher war das alles ein bisschen offener. Also wenn man nicht mehr genau weiß, wo dieser Bunker liegt, dann findet man ihn auch gar nicht. Ich würde sagen, wir gucken uns den jetzt mal aus der Nähe an. Los geht's! Wir haben uns durchgeschlagen und stehen jetzt in dieser Hütte, die als Tarnaufbau für den Bunker diente. Das Ganze war wohl angelehnt an eine Jagdhütte, die mit Holz verkleidet war. Und eigentlich ging es dann auch um diesen unterirdisch liegenden Bunker. Der Eingang ist hier links. Der war damals auch unter einer Holzverkleidung verdeckt, unter einer Holztür. Man sieht hier links auch noch die Scharniere, leicht. Und dann konnte man diese Holztür hochklappen und dann ging es hier runter. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch auch gleich mal runter. Hier ist alles voller Mücken, deswegen vereinen wir uns in diesem vorderen Bereich etwas. Rechts sieht man, dass es reingeht. Dieses Zugangsbauwerk ist vom Typ SBK, wie der sowjetische Fertigteilbunker, den wir auch aus anderen Objekten schon kennen. Man sieht schon, es geht noch ein gutes Stück weiter. Das ganze Objekt ist auch immer noch in einem ziemlich guten Zustand. Recht leer, allerdings wirklich wenig Vandalismus, beziehungsweise gar keiner. Und selbst die Türen haben noch die Drehrädchen dran, was man auch nicht mehr so oft hat in den russischen Objekten. Und die funktionieren auch noch. Also bis heute könnte man die Türen immer noch verriegeln. Vor allem auch immer noch sehr leichtgängig, nach all den Jahren. Auf der Seite ist eine kleine Wartungstür. Hier geht es dann zur lufttechnischen Anlage. Hier ist der Luftfilterraum. Man sieht schon die ganzen einzelnen Luftfilter und Luftmotoren. Die typischen russischen Filterkartuschen. Und hier zum Beispiel auch nochmal die Art Vorfilter. Unter der Klappe versteckt. Gucken, ob ich den rauskriege. Moment. Oh, der ist fest. Okay. Den hat schon lange keiner mehr rausgenommen. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr raus. Aber da sieht man diese einzelnen Filtermatten so ein bisschen, die nochmal so als Vorfilter dienen. Und die schimmeln auch langsam schon. Also nicht mehr so geeignet. Interessant bei den Filterkartuschen ist eventuell noch das Datum hier an der Seite. Wir haben aktuell auch Juni 23 und der Filter, man sieht Juni
1983, also genau 50 Jahre. Dann schauen wir uns die anderen Räume auch noch mal ein bisschen genauer an. Auf der Seite wird wahrscheinlich eher die elektrische Schaltanlage drin gewesen sein. Also hier sieht man ja noch ein bisschen Reste von der Elektrikversorgung. Viele Räume sind leider leer, daher kann man gar nicht mehr genau sagen, für was sie waren. Aber ich vermute mal, das wird ja eher der Raum sein, wo damals die ganze Elektrikversorgung vom Bunker zu finden war. Auf der Seite der wichtigste Raum, die Toilette. Darf natürlich auch nicht fehlen. Oh nee. Was? Im Klo ist eine Fledermaus ertrunken. Oh. Wollen wir das sehen? Das ist ja kein schönes Ende. Hier haben die Leute irgendwas gebaut. Das stand damals nicht hier drin. Da hat sich irgendjemand ein Bett gebaut. Ich glaube nicht, dass das Original ist. Daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Hier ist eine aufblasbare Luftmatratze. Und irgendjemand hat hier wohl. Ja, also doch Dosen am Sack, also. Ja, hat mal jemand eine Nacht hier verbracht oder mehrere Nächte. Einzelne Kerzen stehen hier auch. Ja, dieser Tisch ist allerdings noch original. Die Plane nicht, aber das Gestell vom Tisch und so, das Ganze war hier schon mal drin. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Dispatcher-Raum war. Dass von hier ein paar Anzeigen noch dran waren, um ja, die ganzen elektrischen Anlagen und Filter und so weiter zu überwachen. Der Stuhl, der hier in der Mitte vom Flur steht, ist auch nicht original, also beziehungsweise das Gestell ist wahrscheinlich noch original, aber selbst der wird sich hier wieder ja, recycelt. Mit ein bisschen Tüdeldraht. Upcycling. Richtig gut. Die ganzen Räume, die hier im Flur an den Seiten sind, die sind weiter leer. Wie man sieht, hier ist nicht mehr viel drin, außer der Holzboden. Und wahrscheinlich waren das dann eher Unterkunfts- oder Arbeitsräume. Ganz genau weiß man das natürlich dann auch nicht mehr. Der Raum ist auch interessant, weil hier einfach ein großes Rohr lang geht und somit auch extrem viel Platz irgendwie wegnimmt von der Raumaufteilung. Komische Worte, das heißt aber hier hinter, genau, geht's weiter. Hier verschwindet dieses Rohr an der Seite. Naja, wenn wir die nächste Zugangsseite. Die Tür ist auch zu. Da kriegst du gar nicht mehr auf. Oh, die geht ja sogar auf. Ich tue beim nächsten Ausgang wieder diese SWH-Halbpumpe. Richtig schwüle Luft hier. Das ist ja neblig. Weißt du, sieht man das? Und hier sieht man, dass man nicht weiterkommt. Hier ist das Gitter noch vor, inklusive Schloss. Hier müsste es in den anderen Aufgang gehen, wo auch wieder ein Holzhaus rumgebaut wurde. Das waren 2 Eingänge, jeweils mit diesen Holztarnaufbauten. Und das ist jetzt hier sozusagen der zweite Aufbau. Deswegen geht hier auch dieses Rohr rein, weil hier auf der anderen Seite ist die Luftansaugung von außen. Hier ist eine riesige Stellklappe drin, die dann die Luftzufuhr durchlassen konnte. Und wir haben hier an der Decke das Rohr, wo die Luft von außen kommt. Naja, da oben gucken wir ein bisschen Luft. Also der Raum hier vorne, wo diese Luftklappe, diese Sperrklappe ist und dann durch dieses große Rohr geht,
Das wird wahrscheinlich für den Normalbetrieb gewesen sein, wenn man jetzt nicht ABC-Schutzalarm oder sowas hatte. Denn hier geht ja die Luft nicht über irgendwelche Luftfilter. Wenn dann wahrscheinlich ABC-Alarm wäre, dann hätte man hier gesperrt und dann wäre die Luft hinten über die Anlage gelaufen mit den ganzen Luftfiltern, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Das wäre jetzt mal meine Vermutung. Und nach all den Jahren muss man sagen, der Bunker ist immer noch sehr gut belüftet. Hier oben über uns. Ja, ist auch so ein kleines Rohr. Und da kommt echt viel gute, frische Luft durch. Am Ende vom langen Gang stehen wir jetzt in einem Raum, der auch der größte hier ist. Vielleicht war das dann einer der großen Arbeitsräume oder wie eine Art Lagerzentrum. Wir haben noch auf der Seite, wo wir hier durch die Tür gehen. Und hier links ist auch nochmal ein bisschen größerer Raum, der auch nochmal ein bisschen anders abhängt von den anderen. Vielleicht waren die kleinen Räume dann doch eher so die Unterkunftsräume und die großen hier vielleicht Arbeitsräume, aber ganz sicher werden wir auch nicht. Wir wollen auch viele Stecker leisten. Oder eine Art Fernmelderaum, vielleicht gab es hier sowas auch noch. Das ist rutschig. Ja, der Eingang irgendwie wie ein Märchen, ne? Wie schön mitfahren hier. Und die Mückenhalle. Und Mücken. So, wir sind wieder draußen und lassen den Bunker hinter uns. Mir gefällt der Bunker echt gut, vor allem weil er auch so einzigartig ist und relativ unbekannt und immer noch in einem recht guten Zustand. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn dem so ist, dann lasst ein Like da, kommentiert, schaut gerne mal bei Instagram vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also seid gespannt und bleibt dabei.